Wenn du den Aufschlag können willst, dann bleib dran und schau dir dieses Video an. Hi Leute, in diesem Video geht es um den Zwei-Phasen-Aufschlag. Wieso heißt der Zwei-Phasen-Aufschlag Zwei-Phasen-Aufschlag? Weil der normale Aufschlag, dieser hier, ist die erste Phase und das hier ist die zweite Phase. Und einige Spieler machen erst so eine Bewegung und so eine Bewegung. Deswegen ist das zwei Phasen. Ich würde aber euch empfehlen, wenn ihr den erstmal neu trainiert, nicht so und so anzufangen, sondern direkt mit der zweiten Phase zu beginnen. Weil so könnt ihr die Bewegung gut eintrainieren und kriegt auch gut Schnitt rein. Weil wenn ihr so und so anfangt, ist die Koordination bei diesem Aufschlag ziemlich schwierig. So, die Beinstellung könnt ihr euch aussuchen, ob ihr so steht, die Beine, oder ob das linke Bein vor dem rechten Bein steht. Ich stehe zum Beispiel so habe ich ein gutes Gefühl. So, jetzt habe ich den Pistolengriff und jetzt kommen wir zum Zwei-Phasen-Aufschlag. Ganz wichtig ist hierbei, dass wir hier genug ausholen. Ja, also wir müssen unseren Oberarm hier nach oben nehmen, nicht die Schulter hochziehen, die bleibt hier unten, aber den Oberarm. Das wird bei einigen nicht so gut funktionieren, weil einige nicht gewöhnt sind, den Arm so hoch zu nehmen, aber das sollte man mit der Zeit dann auch hinkriegen. So, weil wenn man nur hier ausholt, hat man hier keine Ausholbewegung. Hier so weit wie möglich hochnehmen, hier anwinkeln, das Handgelenk anwinkeln und so ungefähr anpassen, dass das Schlägerblatt unter der Achsel ist. Ganz wichtig ist auch, dass wir tief stehen. Das habe ich aber auch in einem anderen Video erklärt, wo ich das mit dem Pistolengriff erklärt habe. Guckt euch das mal für die Grundlagen an. Das ist hier auf jeden Fall ein fortgeschrittener Aufschlag. Hier haben wir unseren Arm angewinkelt, unter der Achsel, das Handgelenk und dann probieren wir mit dem Unterarm und Handgelenk in Richtung dieses Netzpfostens zu gehen. Ja, das Handgelenk zeigt zu diesem Netzpfosten. Zack. Wenn ihr später den Zwei-Phasen-Aufschlag machen wollt, könnt ihr erstmal üben, den Ball so zu treffen, aber später könnt ihr auch diese Bewegung dazu nehmen als Antäuschbewegung, um dann so zu machen. Ich persönlich mache nur diese zweite Bewegung und auch andere Profispieler, die machen nicht alle den und den, sondern fangen direkt schon hier an und machen den Aufschlag so. Am Anfang ist es einfacher, den Ball hier seitlich zu treffen, so wie ich das gemacht habe, als Seitenschnittaufschlag zu machen. Hier. Und später, wenn ihr das gut hingekriegt habt, dann probiert auch mal einen Unterschnittaufschlag zu machen. Und zwar hier treffen wir den Ball seitlich als Seitenschnittaufschlag. Und wenn wir unter den Ball gehen, dann haben wir einen Unterschnittaufschlag. Wie gesagt, zu den Basics schaut ihr euch das vorherige Video an, zu den Aufschlägen. Hier gehen wir dann unter den Ball, also wir ziehen nicht hier seitlich dran vorbei beim Unterschnittaufschlag, das wäre der Seitenschnittaufschlag. Beim Unterschnitt fangen wir genauso an, aber gehen dann hier unter den Ball. Ja, ihr seht auch schon, dass ich in der Bewegung mich so ein bisschen in den Ball reindrehe, weil wenn wir hier stehen bleiben und hier eine Bewegung machen würden, dann wäre es wirklich schwierig, den Ball nach vorne zu spielen. Also irgendwie hier hinten und dann nach vorne zu spielen, ist nicht so gut. Hast du den Zwei-Phasen-Aufschlag auch schon mal ausprobiert? Wie ist es dir dabei gegangen? Schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal.